Hallo zusammen! Heute geht es das Video um Reise nach Hongkong. Also wie geht das und so weiter. Wegen Corona gibt es jetzt ganz neue Regelungen für Einreise nach Hongkong. Man braucht PCR-Test, man braucht das Hotel buchen, alles so kompliziert. Also die Informationen auf verschiedenen Webseiten, die sind immer nicht gleich und auch eben auf offizielle Webseite manchmal ist es so verwirrend geschrieben. Deshalb denke ich, ein Video hilft bestimmt, und weil ich das wirklich erlebt habe, und dann kann ich sagen, wie geht das eigentlich, wie läuft das, was braucht man eigentlich, was braucht man nicht. Ja, genau. Deshalb das Video heute ist Einreise nach Hongkong. Worauf muss man achten? Also es gibt so viele Informationen, aber ich würde die Informationen in 3 Teilen gliedern. Erster Teil ist, welche Dokumente muss ich vor dem Flug schon vorbereiten? Zweiter Teil ist, wie läuft das nach der Ankunft in Hongkong? Was für Prozesse, was für Verfahren, wie läuft das, wie lange dauert es, bis ich wirklich im Hotelzimmer ankomme? Genau, solche Informationen. Der dritte Teil ist dann die Quarantäne im Hotel. Also kriege ich Essen, wie ist die Regel, was darf ich machen, was darf ich nicht, darf ich auch etwas liefern lassen, solche Informationen. Genau. Und ich habe schon diese Timestamps da unten eingetippt, und wenn du bestimmte Informationen brauchst, dann einfach auf Timestamps drücken, dann bekommst du die Informationen. Aber ein paar Grundinformationen brauchen wir zuerst. Die Hongkong-Regierung hat alle Länder in 3 Kategorien gegliedert. Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C, Risikogruppe. Gruppe A ist die höchste Risikogruppe. Das heißt Schweiz, die Türkei, USA, Großbritannien und so weiter. Und Deutschland gehört zu Gruppe B, das heißt nicht so Hochrisiko. Und Gruppe C ist, glaube ich, Neuseeland. Aber diese Liste ändert sich ab und zu, kommt darauf an, wie viele Corona-Fälle in dem Land gibt. Zum Beispiel in Nachrichten gelesen, dass in Deutschland jetzt mehr und mehr Corona-Fälle gibt. Deshalb, man sagt auch vielleicht, später wird es zu Gruppe A gelten, aber das weiß man noch nicht. Deshalb die aktuelle Information muss man immer auf die offizielle Webseite von der Hongkong-Regierung checken, damit man nichts falsch macht. Momentan ist noch aktuell, aber man weiß nicht, wann es sich ändert. Deshalb am besten, jetzt ist ein Konzept zu haben, aber aktuelle Informationen besser auf Website checken. Jetzt wissen wir schon, was Gruppe A, B, C bedeutet, dann können wir mit dem ersten Teil anfangen. Was für Dokumente muss man vor dem Flug schon vorbereiten? Also wie gesagt, Deutschland gehört jetzt zu Gruppe B, Risikogebiet. Deshalb wir brauchen so folgende Dokumente. Zuerst PCR-Test ist ein Muss, und PCR-Test musst du vor 72 Stunden vor dem Abflug, der letzte Flug nach Hongkong, also vor Abflug der Flug nach Hongkong, musst du das machen. Also wenn du einen direkten Flug von Frankfurt zum Beispiel nach Hongkong, da musst du nur 72 Stunden vor Flug von Frankfurt machen. Aber wenn du Transitflug hast, dann muss man nochmal rechnen. Zum Beispiel wenn du fliegst von Stuttgart nach die Türkei und dann Türkei nach Hongkong, dann musst du 72 Stunden vor Abflug in Türkei einen PCR-Test machen. Genau. Deshalb würde ich empfehlen, einen direkten Flug zu buchen. Das ist viel einfacher und weniger Risiko. Also Rechnen ist exakter, wenn du einen direkten Flug hast, und es gibt so viele Veränderungen in dieser Zeit, und am besten ein direkter Flug, dann wenn dieser Flug gecancelt ist, dann kannst du einfach in Deutschland länger bleiben. Aber wenn du zum Beispiel, du bist schon von Stuttgart nach die Türkei geflogen und dann plötzlich ist der Flug von Türkei nach Hongkong gecancelt, dann hast du ein großes Problem. Deshalb empfohlen ist ein direkter Flug, obwohl es teuer ist, ja, aber viel sicherer in dieser Zeit.
Für PCR-Tests muss man auch ganz vorsichtig sein. Du musst so genau checken, ob diese PCR-Test mit diesem Code ISO 15189 akkreditiert ist. Das ist ein Akkreditierungscode. Das heißt, das Standard von diesem Lab ist von der deutschen Regierung akzeptiert und anerkannt. Und wenn der Lab diese Akkreditierung hat, dann kannst du zum Beispiel auf der Webseite von diesem Lab ein Akkreditierungsdokument ausdrucken und plus eine andere Akkreditierung von deutschen Generalkonsulat in Hongkong. Genau, deshalb für PCR-Tests brauchen wir ein negatives Ergebnis und dann Akkreditierung von dem Lab und dann noch ein Dokument von Generalkonsulat in Hongkong. Das dritte habe ich schon in den Infobox da unten beigefügt und wenn du das brauchst, dann einfach runterladen. Genau, am besten, wenn es geht, dann vom Flughafen, von Frankfurt Flughafen oder von Düsseldorf Flughafen nach Hongkong fließt, dann kannst du gern am Flughafen vielleicht vor ein paar Stunden einen PCR-Test von Centrogene machen. Dann das ist auf jeden Fall von der Hongkong-Regierung akzeptiert. Es kommt darauf an, wie schnell du dein Ergebnis haben willst. Zum Beispiel, wenn du das Ergebnis innerhalb 3 Stunden haben möchtest, dann vielleicht musst du vorhin schon buchen und das kostet auch mehr Geld. Und das schnellste Testergebnis ist, glaube ich, 35 Minuten. Aber es ist ganz teuer und dann musst du auch davor buchen. Genau, aber das alles kannst du auf der Webseite machen. Das zweite Dokument, das du vielleicht brauchst, es kommt darauf an, ist dieser Impfnachweis. Dieser Impfnachweis brauchst du nicht unbedingt, aber am besten hat man schon einen Impfnachweis. Das sieht so aus. Also was du vom Impfzentrum bekommst mit so EU-Logo. Warum kann man auch ohne Impfnachweis nach Hongkong? Das erkläre ich später. Und das dritte Dokument ist Hotel buchen. Es ist empfohlen, zuerst ein Hotel buchen und wenn du schon eine Buchungsbestätigung bekommst, dann kannst du Flugticket kaufen. Warum müssen wir das so machen, ist, weil die Quarantäne-Hotelzimmer in Hongkong sind nicht so viel und man muss immer schnell sein und so. Deshalb Hotelbuchung ist sehr wichtig, entweder 14 oder 21. Aber was für Personen müssen 14 Tage, was für Personen 21 Tage machen. Das kommt darauf an. Erster Faktor ist, zu welcher Risikogebietsgruppe. Momentan gehört Deutschland zur Gruppe B, das heißt, mit Impfzertifikat muss man nur 14 Tage Quarantäne, aber wenn du keinen Impfnachweis hast, dann musst du 21 Tage Quarantäne. Also deshalb habe ich vorhin gesagt, am besten hat man einen Impfnachweis, dann musst du nicht 21 Tage Quarantäne, weil das ist wirklich Hölle. Wenn Deutschland zu Gruppe A gehört, dann ist ein anderes Thema. Aber momentan erzähle ich nur über die aktuelle Information. Wenn du die Hotelzimmer buchst, dann musst du darauf achten, dass die Tage wirklich 14 Tage, also 14 Nächte eigentlich und 21 Nächte. Also du musst genau rechnen. Und was hilfreich wäre, dass bei mir, also 14 Tage, das heißt, es ist immer am gleichen Wochentag. Zum Beispiel ich bin am Samstag in Hongkong eingekommen und dann musst du 2 Wochen, das heißt, erster Samstag und dann zweiter Samstag ist dann eine Woche und dann noch nächster Samstag ist dann 14 Tagen. Das heißt, insgesamt brauchst du 15 Tage, 14 Nächte. Deshalb am besten buchst du von Samstag bis Samstag. Du musst die zwei Daten von Samstag musst du bei Buchung angeben. Genau. Und wie gesagt, die Hotelzimmer in Hongkong sind wirklich sehr wenig. Man muss immer ganz früh, ganz schnell buchen. Und ja, also empfohlen ist, zumindest einen Monat vor deiner Reise schon buchen oder sogar noch früher. Also nicht alle Hotels in Hongkong
Es sind Quarantänehotels. Auf der offiziellen Webseite von Hongkong-Regierung hat man eine Liste von Quarantänehotels und die Liste wird auch aktualisiert. Was kann man machen, wenn die Hotelzimmer ausverkauft ist? Es gibt noch eine Lösung, aber das ist nicht 100% machbar. Es geht nur, wenn du Glück hast, aber das kannst du trotzdem probieren. Ich habe das noch nie probiert, aber ich habe gelesen, dass manche Leute auch so gemacht, um ein Hotelzimmer zu bekommen. Das ist eine Facebook-Gruppe, ich glaube, so heißt ungefähr Hong Kong Quarantine Hotel Transfer Group. Manche Leute, sie haben Hotelzimmer gebucht, aber es gibt Änderungen des Plans. Deshalb möchten sie diese Hotelzimmer andere Leute geben. Wie geht das, weiß ich nicht, aber es gibt eine Möglichkeit. Genau. Okay, jetzt viertes Dokument, das wir braucht, ist Flugticket natürlich, wie normale Reise, am besten direkt und am besten nach Hotelbuchungsbestätigung. Genau. Und dann muss man auch darauf achten, warum es besser direkter Flug ist. Weil wenn du ein Transit in eine Gruppe A Land magst, dann musst du die Regel von Gruppe A folgen. Obwohl du gar nicht raus vom Flughafen bist, dann musst du auch die Gruppe A-Regelung folgen. Deshalb am besten direkter Flug, obwohl es teuer ist. Das ist einfach viel, viel sicherer. Und das fünfte Dokument ist dann normale Reisedokumente, wie Reisepass, dein Visum, wenn du das brauchst. Und wenn du Hongkonger bist, dann brauchst du auch deinen Hongkonger Ausweis. Das letzte ist eine SIM-Karte mit Hongkong-Telefonnummer. Warum so? Also eine SIM-Karte mit Hongkong-Telefonnummer habe ich schon immer. Aber das finde ich ziemlich wichtig, weil ich habe bei Ankunft in Hongkong musst du da deine Hongkong-Telefonnummer bestätigen und sie rufen dich sofort an vor dir. Wenn du einen Anruf bekommst, dann ist das verifiziert. Ja, deshalb denke ich, am besten kannst du schon eine SIM-Karte wie Hongkong-Telefonnummer in Deutschland kaufen, die du auch direkt sofort nach Ankunft in Hongkong benutzen kannst. Das ist am besten, genau. Und warum braucht man so eine Telefonnummer? Weil sie schicken wichtige Informationen, seine Handynummer. Sie rufen dich auch manchmal an, um wichtige Informationen zu mitteilen und so weiter. Ja, genau, also eine Telefonnummer ist eigentlich schon wichtig. Siebter ist ein QR-Code für Healthcare Registration Form von Hongkong. Also du musst diese Form online ausfüllen. Das geht um, wo warst du vor 14 Tagen und hast du schon Impfung bekommen und so weiter. Und das QR-Code kannst du eigentlich bei Ankunft in Hongkong erst ausfüllen. Aber als ich in Frankfurt Flughafen war, haben die Arbeiter im Flughafen gesagt, am besten kannst du jetzt schon ausfüllen vor deinem Flug, dann ist alles gesichert. Also direkt vor dem Flug ausfüllen. Das geht auch voll schnell, ein paar Minuten. So insgesamt habe ich 7 Dokumente, die du brauchst, und es ist hier schon alles aufgelistet und die ich gebraucht habe. Und aktuelle Informationen musst du immer auf Webseite von Hongkong-Regierung oder Deutsche Generalkonsulat Hongkong nochmal checken vor deinem Flug. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, das ist Ankunft in Hongkong. Das ist alles viel komplizierter als früher, von gelandet bis zum Hotelzimmer, wie lang das? Bei mir hat es so ungefähr 6 Stunden gedauert, aber es kommt darauf an, vielleicht kann es auch schneller oder vielleicht noch länger, kommt darauf an. Und dann nach Ankunft, es gibt so Gates, wie normal Reise, musst du deinen Reisepass zeigen oder einen Ausweis, wenn du Hongkonger bist. Und danach musst du noch Telefonnummer verifizieren lassen. Und dann musst du auch nochmal deine Hotelbuchungsbestätigung zeigen und dann noch deinen Impfnachweis zeigen. Und dann geben sie dir
ein neuer Impfzertifikat in einem Format von Hongkong-Regierung, damit du auch mit diesem Hongkong-Format-Dokument überall später in Hongkong ins Restaurant rein und so weiter. Das ist Hongkong-Version Impfzertifikat. Und dann bekommst du auch ein sehr wichtiger Dokument, ein Compulsory Quarantine Order. Das ist sehr wichtig. Du brauchst das für die nächsten Schritte am Flughafen und dann auch im Hotel brauchst du das auch. Das ist ein sehr wichtiger Dokument. Und dann was sehr wichtig ist, du musst immer das QR-Code von deinem Healthcare Declaration Form speichern, weil du nach Ankunft in Hongkong musst du überall die Ampel zeigen, kannst du weiterlaufen und so weiter. Das musst du auf dein Handy immer haben. Oder wenn du willst, kannst du diesen QR-Code schon ausdrucken. Aber ich habe einfach auf mein Handy gezeigt, ich habe das gespeichert und dann markiert und so. Dann kann ich dir das sofort öffnen und zeigen. Nachdem du deine Hotelbuchungsbestätigung gezeigt hast, dann bekommst du ein Ding hier. Du musst es anziehen und dann wissen alle Arbeiter, was brauchst du noch, was hast du schon erledigt. Letzte Checkpoint ist dann, du musst nochmal einen PCR-Test machen im Flughafen. Genau, das geht voll schnell. Das Test dauert vielleicht nur 5 Minuten. Du musst auch nicht so lang warten, weil sie so viele Arbeiter da haben. Also nach 5 Minuten, dann ist der Test schon fertig. Aber du musst auf Testergebnis warten. Und das dauert durchschnittlich 3 Stunden. Und bei mir hat es ungefähr 2,5 gedauert. Und da musst du an einem Ort sitzen, wo alle auch sitzen. Und es ist so wie Abitur. Ja, alle sitzen hintereinander oder nebeneinander. Das ist wie Prüfung. Genau. Aber da bekommst du unbegrenztes Essen, also Sandwiches und dann auch Kekse und dann noch Wasser bekommst du auch. Genau. Und es gibt auch im Flughafen immer unbegrenztes WLAN. Keine Zeitbeschränkung, du kannst immer stundenlang benutzen. Und bei mir, wo ich auf mein Testergebnis gewartet habe, das WLAN war ganz stabil. Ich kann auch mit anderen Videocall machen und auch YouTube-Videos gucken, gar kein Problem. Aber worauf man achten muss, ist, dass, wo du auf Testergebnis wartest, ist dieser Raum oder ist dieser Ort sehr kalt. Am besten einen Pulli dabei zu haben, in einem Rucksack zu haben. Genau, weil ich meine, Klimaanlage in Hongkong ist wirklich sehr verrückt. Sie haben so verrückte Klimaanlage, als ob Klimaanlage kostenlos in Hongkong ist. Kleine Erinnerung. Und dann, nachdem du dieses Testergebnis bekommst, also die Arbeiter kommen zu dir, wo du gewartet hast, sie kommen zu dir und geben dir diese Compulsory Quarantine Order zurück und dann sie sagen, jetzt kannst du zu welchem Ort gehen und dann, aber alle gehen zum gleichen Ort, du musst anderen Leute verfolgen. Nachdem du Testergebnis bekommst hast, dann nimmst du deinen Koffer. Und dann, nachdem du deinen Koffer genommen hast, und dann gehen wir zu einem Ort und wir warten auf den Bus, der nur für die einkommenden Touristen die Quarantäne müssen. Und es gibt ungefähr 7 oder 8 Buslinien. Und eine Buslinie ist verantwortlich für ein paar Hotels in der Nähe oder auf dem Weg, ungefähr 4, 5 Hotels. Also du kommst nicht direkt zu deinem Hotel, sondern der Bus fährt zuerst zum ersten Hotel, zweiten Hotel und vielleicht gehörst du zu einem dritten Hotel, dann kannst du schon aussteigen. Aber wenn nicht, dann musst du weiter mitfahren und dann warten, bis du im Hotel einkommst. Es gibt schon Anleitungen, wohin du gehen musst und so weiter. Vom Bus zum Hotel hat es ungefähr bei mir 1 Stunde 15 Minuten gedauert. Nachdem du mit dem Bus im Hotel einkommst, dann musst du einchecken, aber das geht auch voll schnell. Sie erklären auch alles und sie
geben dir auch nochmal ganz viele Papierdokumente, die Regelung von dem Hotel und was du machen musst. Und dann bekommst du auch zum Beispiel deine Speisekarte. Und dann hier ist ein sehr wichtiges Dokument. Hier steht, an welchem Tag du Test machen musst. Und dann bekommst du noch eine Testpackung. Und am dritten Tag musst du selber einen Test machen. Aber alle Informationen kriegst du nach Einchecken im Hotel. Okay, jetzt kommen wir zum dritten Teil von diesem Video. Das ist Quarantäne im Hotel. Also wie geht das? Wie ist das Essen? Was darf man machen, was darf man nicht? Gehört zu diesem Teil. Und zuerst ist sehr wichtig für mich ist Essen. In jedem Quarantänehotel ist Essen schon angeboten. Du bekommst Essen 3-mal am Tag, aber kommt darauf an, in welchem Hotel du wohnst, dann bekommst du verschiedene Essen. Also ich wohne jetzt im Penta Hotels und ich habe bei Hotel Buchen schon gecheckt, in welchem Hotel das Essen das Beste ist. Penta Hotel ist schon ziemlich gut, finde ich, aber ich verstehe es auch, das kann auch nicht so perfekt sein, weil jeder hat sein eigenes Geschmack. Also nachdem du dieses Hotel gebucht hast und nachdem du diese Bestätigung bekommst hast, dann bekommst du eine E-Mail von dem Hotel und sie fragen, wann kommst du in Hongkong an und welche Speisekarte du auswählen möchtest, und sie schicken dir auch ein PDF-Dokument und dann kannst du das wählen. Es gibt bei diesem Hotel 6 Speisekarte, also normale Speisekarte und dann vegetarische Speisekarte, vegane Speisekarte und so weiter. Dann kannst du auswählen. Wenn du keinen Bock auf zu essen von Hotel hast, dann kannst du immer online bestellen. Es gibt verschiedene Apps in Hongkong für Lieferung, wie Lieferando in Deutschland. Und wir haben Foodpanda, Deliveroo und Uber Eats ungefähr, die 3 große Lieferungsplattformen. Und ich persönlich benutze gern Foodpanda, weil es mehr Restaurants auf dieser App gibt und man kann außer Restaurant auch Lebensmittel bestellen. Ja, und zweitens ist die Regelung in Hotel. Was darf man im Hotel nicht machen, und eine vollständige, detaillierte Information von Regelungen im Hotel bekommst du vom Hotel später nach dem Einchecken. Aber 3 sehr wichtige Punkte, die in einem Hotel auch gelten, ist, dass du gar nicht raus von deinem Zimmer darfst. Du darfst deine Tür öffnen und dann Essen von dem Tisch nehmen, oder du darfst auch Müll rausbringen, aber du darfst nicht raus und dann gehen und dann Tür zu. Dann kannst du nicht mehr in dein Zimmer rein, weil diese Karte, die du beim Einchecken bekommst, das ist nur einmal gültig. Du kannst das nur einmal mit dieser Karte dein Zimmer öffnen. Und dann zweitens, du darfst dein Fenster nicht aufmachen. Ich habe auch gelesen, bei ganz wenigen kann man das Fenster öffnen, aber 95% darfst du das gar nicht machen. Aber wir haben hier Klimaanlage, dann kannst du es einfach anmachen. Und dann drittens ist, du darfst nicht was rausschicken. Du darfst Müll rausstellen, aber du kannst nicht zum Beispiel, oh, ich möchte was meiner Familie schicken. Dann kann ich auch, darf ich auch meine Sachen vor meine Tür stellen und kann die Arbeiter von dem Hotel
rausbringen und liefern lassen, das geht gar nicht. Du kannst deine persönlichen Sachen nicht rausschicken, aber du kannst Sachen bekommen von deiner Familie und so. Und außer Regelung, was darf man nicht machen und so. Und jetzt erkläre ich, wie online einkaufen geht. Wie ich gerade erzählt habe, es gibt so eine App, die Foodpanda heißt, und dann man kann da Essen bestellen. Daneben kann man auch Lebensmittel kaufen. Du musst nur deine Adresse eingeben und dann mit Kreditkarte verbinden und dann kannst du bestellen. Und ich weiß nicht, andere Apps wie Deliveroo und Uber Eats, ich weiß nicht, ob man auch in dieser App Lebensmittel kaufen kann, aber auf jeden Fall Foodpanda geht. Man kann fast alles in dieser App bestellen und liefern lassen, super schön. Aber wenn du etwas online bestellen möchtest, die du nicht auf Foodpanda finden kannst, zum Beispiel du willst Bücher bestellen oder du willst elektronische Geräte online bestellen, dann kannst du auch einfach online bestellen, auf die Webseite von anderen Laden bestellen und dann liefern lassen. Du kannst mit SF Express, ein Lieferdienst in Hongkong, aber was man achten muss, ist, du musst ganz sicher sein, dass alle Lieferkosten schon bezahlt ist, weil die Arbeiter im Hotel, sie bezahlen keine Lieferkosten für dich. Die Arbeiter bringen nur die Lieferung zu dir vor die Tür, aber sie zahlen nicht für dich. Deshalb musst du ganz sicher sein, dass alles schon bezahlt ist, bevor das Produkt im Hotel ankommt. Außerdem ist ein Problem, was kann man während Quarantäne machen? Es ist schon eine lange Zeit allein im Hotelzimmer, du darfst nicht raus. Was kann man eigentlich machen? Also für mich ist noch okay, weil ich habe noch Online-Vorlesungen, fast jeden Tag Vorlesungen. Ja, dann geht die Zeit eigentlich schnell vorbei. Und auch wenn du arbeiten musst, wenn du Vollzeitarbeit hast, dann geht die Zeit auch voll schnell. Aber was kann man außer Arbeit und außer Vorlesung noch machen? Dann habe ich noch ein paar Ideen, die ich mit euch teilen kann. Das ist, in den meisten Hotels gibt es auch ein Fernsehen. Dann kannst du Fernsehen gucken. Du hast bestimmt auch einen Computer oder einen Laptop dabei. Und dann kannst du Computer spielen oder YouTube-Videos gucken, kein Problem. Ich habe während meiner Quarantäne online einen Game Controller gekauft und dann kann ich während meiner Quarantäne was am Computer spielen oder ich nehme ein HDMI-Kabel und verbinde mit dem Fernsehen, dann kann ich am Fernsehen Computerspiele spielen. Aber wenn du keine elektronischen Geräte benutzen möchtest, dann kannst du auch gern zum Beispiel Punch Needle, was ich auch gemacht habe, und dann vielleicht malen nach Zahlen. Außerdem habe ich auch gebrauchte Bücher online bestellt und das kann ich euch auch empfehlen. Das ist eine Secondhand-Plattform in Hongkong und das heißt Carousel. Du kannst einen Account da erstellen und dann Sachen da suchen. Es gibt ganz viele Angebote und ganz billig. Bücher, Klamotten, Game Controller, alles. Und was noch ist, ich habe ein Video gesehen, das ist ein Bowling-Spiel, weil vom Hotel bekommen wir ungefähr 20 Wasserflaschen und ich habe am 6. Tag schon ganz viele Flaschen leer getrunken. Dann hat man ganz viele leere Flaschen. Und dann für Bowling kannst du mit Flaschen ein Dreieck aufbauen und dann du bekommst auch Früchte von dem Hotel, zum Beispiel Orange. Dann kannst du als Bowlingkugel benutzen und Bowling spielen. Ja, also ganz viele Sachen. Also zusammenfassend würde ich sagen, 14 Tage Quarantäne ist nicht so schwierig. Es ist viel besser als ich dachte, weil du kannst hier ganz viel machen. Du hast WLAN hier, du hast Fernsehen hier und dann, was ganz wichtig ist, du kannst auch was liefern lassen, was ich sehr gut finde. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne da unten kommentieren und ich antworte auch sehr gerne alle Fragen, wenn ich weiß, wenn ich kann. Und nochmal sagen, alle Informationen von diesem Video ist nur, was ich erlebt habe. Und am besten könnt ihr nochmal auf offizielle Webseiten checken, weil vielleicht ist je nach Person anders und es gibt auch sehr oft Regelungsveränderungen, dann ja, muss man unbedingt nochmal checken.
Am Ende wünsche ich euch nochmal eine gute Reise und eine gute Vorbereitung für die Reise. Ich hoffe, alles klappt. Nach 14 Tagen, nach 21 Tagen könnt ihr dann die Stadt sehen und ins Restaurant gehen, die Zeit in Hongkong genießen. Wenn es was gibt, dann einfach kommentieren. Und wenn ihr dieses Video hilfreich findet, dann bitte liken und gerne abonnieren. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch gerne mal andere Videos angucken. Vielen Dank, gute Reise und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, bis dann. Ciao, ciao.